Unser heutiger Gast kommt aus der Welt der Sterneküche. Nicht nur hier in Eppendorf in Hamburg ist sie mittlerweile eine richtige Institution, sondern ist auch weltweit richtig erfolgreich. Als Profiköchin, Restaurantbesitzerin, Bestsellerautorin und TV-Köchin ist sie aktiv und betreibt darüber hinaus sogar eine eigene Kochschule. Da treffen wir sie gleich und ich bin gespannt, was sie uns so zu erzählen hat. Let's talk Cornelia Poletto. Cornelia, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für unser Let's Talk Interview. Ich würde gerne anfangen mit einem kurzen Ritt durch deine Karriere. Du hast mit einer Hotelfachschule begonnen und hast dann später eine Kochlehre beim Spitzenkoch Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau absolviert und bist danach nach Hamburg zurückgekehrt, dein Geburtsort, kann man sagen. Genau. Du wurdest dann Sous-Chef im Sterne-Restaurant Anna und Sebastiano unter Anna Skroi, eine andere sehr renommierte Köchin. Und im Jahr 2000, also ein paar Jahre später, hast du dein erstes eigenes Restaurant eröffnet, das Poletto, gemeinsam mit deinem Ehemann damals. Und mittlerweile gibt es das nicht mehr, aber wir sitzen jetzt hier in der Görnestraße 20 Jahre später. Das ist ja echt eine krasse Zeitspanne, die du da hinter dich gebracht hast. Hier sind wir jetzt gerade in der Kochschule der Cucina Cornelia Poletto. Dein Restaurant Cornelia Poletto ist gleich nebenan. Verglichen mit deinem ersten Geschäft, ist das ein komplett anderes Konzept. Wie funktioniert das? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich habe einfach 2000 dieses wunderschöne kleine Restaurant damals mit meinem Ehemann übernommen und immer diesen Ehrgeiz gehabt, wieder auf ganz hohem Niveau weiterzukochen. Wenn man aus einem 3-Sterne-Ausbildungsbetrieb kommt, dann kann man irgendwie gar nicht anders. Man ist irgendwie immer auf der Suche nach den schönsten Produkten und möchte das natürlich so optimal wie möglich präsentieren. Und dann kam ja auch 2 Jahre später schon der erste Michelin-Stern und das war natürlich das Größte und mein Ziel, was ich erreicht hatte. Und dann musste ich ja aus diesem Restaurant raus und dann habe ich überlegt, dass ich alles irgendwie ein bisschen anders machen möchte. Ich bin Köchin, die sehr produktverliebt ist. Ich hatte diese Atmosphäre, die sich aufgebaut hat, so in den letzten Jahren, das hat mit der Medienpräsenz und Fernsehkochen zu tun gehabt, irgendwie leid. Ich wollte nicht mehr, dass die Gäste nur kommen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen, sondern wegen meiner guten Produkte und meines Kochens und dem Geschmack. Die man ja auch hier sieht. Ne? Genau, und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt eigentlich was ganz, ganz anderes, ganz entspannt, einen Feinkostladen verbunden mit kleiner Küche und auch zu anderen Arbeitszeiten. Und das war dann die Idee unserer Gastronomia, die ich jetzt drüben an der Ecke in der Eppendorfer Landstraße habe. Mhm. Ja, man muss sagen, dein Ziel war es eigentlich, als eine der wenigen Frauen einfach nur besonders zu kochen und ein bisschen oben mitzuspielen. Das war dein ursprüngliches Ziel, was du hattest. Und man kann wirklich sagen, du hast viel mehr erreicht. Also deine Eltern hätten nicht gedacht, dass du die Ausbildung durchhältst, geschweige denn, dass du immer noch Köchin bist. Wie hast du das geschafft, Cornelia? Es ist tatsächlich so, dass ich ja wirklich ausschließlich aus einer Ärzte- und Apothekerfamilie komme und ich war immer sehr faul in der Schule und als ich dann entschied, eben nicht Tierärztin, was mal mein Traum war, zu werden, sondern Köchin, haben meine Eltern nicht wirklich an mich geglaubt. Aber schon während der Zeit auf der Hotelfachschule und dann auch diese harte Ausbildung bei Heinz Winkler, da merkte man doch, dass sie an mich glauben und haben mich auch immer ganz toll unterstützt und das war einfach meine Leidenschaft, die ich entdeckt hatte. Ich habe immer schon als Kind gerne gegessen und plötzlich konnte ich genau das kochen, was ich selber gerne mag. Und das ist einfach ein Beruf, den ich immer wieder wählen würde. Das hat so viel Geerdetes, so viel Möglichkeit für Kreativität, tolle Menschen kennenzulernen, die besondere Produkte züchten, ob das jetzt, wenn es um Tiere geht, ist, ob es tolles Gemüse ist, Olivenölproduzenten, also es sind alles Menschen, die auch mit der Natur zu tun haben und da eigentlich dann sozusagen oben drüber zu stehen und zu sagen, daraus kreiere ich ein Gericht, das ist einfach das, was mich als Köchin glücklich macht. Ja, man sieht es auch hier, also auch drüben im Restaurant, wir durften ja schon einen kleinen Blick erhaschen. Dein erstes Restaurant Poletto, du hast es eben schon angedeutet, da gab es den Michelin-Stern, das ist eine absolute Top-Auszeichnung, also etwas, was sich jeder Koch wirklich wünscht. Wie war das für dich damals, als du erfahren hast, wir haben einen Stern? Es war unfassbar, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so schnell gehen würde. Ich bekam einen Anruf von einem Food-Journalisten, der verschiedene Restaurantkritiken schreibt und sagte, Cornelia, die Michelin-Liste ist raus, ihr habt einen Stern.
Und ich konnte es einfach gar nicht glauben. Also dieser Abend war eine Atmosphäre im Restaurant, das war großartig. Dann hatten wir noch einen Wasserschaden, die Küche stand unter Wasser. Die Kellnerin wäre fast ausgerutscht. Eimer überall in der Küche, aber wir haben einfach irgendwann, nachdem die Gäste eben diese Euphorie mitbekommen hatten, nur noch gefeiert. Dann kamen Kollegen vorbei und haben gratuliert und es war einfach einer meiner größten Momente in meinem Leben. Das glaube ich. Aber jetzt, um die andere Seite auch ein bisschen zu beleuchten, so einen Stern zu haben, das bedeutet doch auch einen immensen Druck, oder? Also ziemlich krass stelle ich mir das vor. Also das ist viel beschrieben worden und es gibt viele Kollegen bis hin zu Kollegen, die sich, weil der Druck so groß ist, tatsächlich umgebracht haben. Ich glaube, jeder muss das selber für sich kompensieren. Für mich war der Druck nicht das Thema. Das war auch nicht der Grund, warum ich mich jetzt so ein bisschen lockerer verändert habe. Ich hatte einfach immer dieses Ziel, diese besondere Küche zu machen und irgendwann weiß man natürlich auch, was es bedeutet, was man anstreben muss und umsetzen muss, um einen Stern zu halten. Also da habe ich mir eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht. Also ich habe hier jetzt fast mehr mittlerweile aufgebaut und Druck, als ich es früher hatte, als ich nur das Sterne-Restaurant hatte. Weil da, glaube ich, hat man ja einen ziemlich hohen Wareneinsatz, oder? Wenn jetzt ein Kritiker kommt und sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, die Jakobsmuscheln der Vorspeisenportion als Hauptgericht, dann muss das halt da sein. Ja, es gibt einfach unglaubliche Unterschiede. Jakobsmuschel kann getaucht sein in bester Qualität, die kann genetzt sein, die kann aber auch tiefgefroren aus China kommen. Und das sind eben genau diese Dinge, wo einfach meine Produktverliebtheit kommt und wo auch nach meiner ersten Betriebsprüfung der Herr vom Finanzamt sagte, wie kann man denn so einkaufen? Wieso haben Sie solche Wareneinsätze? Und das ist natürlich klar, wenn ich so einen riesigen Steinbutt habe, der mich schon im Einkauf 100 € das Kilo kostet und ich am Anfang nicht jeden Tag ausgebucht war im Restaurant, es gibt nichts Schlimmeres, als alten Fisch zu verkaufen. Und deswegen war natürlich am Anfang der Wareneinsatz wahnsinnig hoch, aber klar ist der im Verhältnis zu einem normalen Restaurant natürlich ganz anders, weil die Produktauswahl auch eine ganz große Rolle spielt, klar. Also Tod ist natürlich die krasseste Form, was du eben angedeutet hast, aber ist das auch der Grund, zum Beispiel auch der hohe Wareneinsatz, wieso sich immer mehr Spitzenköche dem auch entziehen, diesen Druckenstern haben zu wollen oder zu müssen? Ich glaube, es ist einfach tatsächlich so, dass es einen immer kleineren Kreis von Gästen gibt, die tatsächlich in dieser ganz gehobenen Klasse von Restaurant sich wohlfühlen. Uns fehlt nicht nur der Nachwuchs in der Gastronomie, was Köche und Servicekräfte anbelangt, sondern auch so ein bisschen der Nachwuchs bei den jungen Gästen. Ein junger Gast, der Spaß an gutem Essen hat, der will natürlich trotzdem eine lockere Atmosphäre haben. Da sind wir gerade so ein bisschen im Umbruch und gar nicht so, dass wir uns unbedingt so nur von den Michelin-Sternen, glaube ich, leiten lassen. Man kann ohne Stern natürlich genauso glücklich sein, vielleicht entspannter als mit Stern. Aber für mich ist das nie das große Thema gewesen. Deswegen geht es dir auch ohne Stern gut. Es geht mir sehr gut, aber ich muss sagen, ich mache auch gerade eine große Wende durch, weil ich ein ganz, ganz tolles junges Team habe, einen tollen Küchenchef, der bei mir vor vielen Jahren gelernt hat und die so Gas geben, dass wir wirklich auf Sternenniveau uns mittlerweile bewegen und für dieses Team das Größte wäre, wenn wir den wieder bekämen. Die Vorlage darf ich natürlich nicht ungenutzt lassen, also hast du vielleicht noch mal Lust auf einen Stern? Ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich auch Lust drauf und weil es einfach so viel Spaß macht, auch mit so einem jungen Team zu arbeiten und wir bauen das Restaurant dieses Jahr noch ein bisschen um und vielleicht können wir ja einfach nochmal diese Herausforderung annehmen, wer weiß. Das klingt spannend, also du bist dir auf jeden Fall keine Herausforderung, ist dir zu hoch. Nein, ich bin sehr offen für sowas. Cornelia, du wurdest wirklich mehrfach ausgezeichnet. Du hast den roten Stern vom Michelin-Führer bekommen, warst beste Köchin des Jahres und hast auch den Eco Walk in Style Award in Kopenhagen gewonnen und wurdest im vergangenen Jahr, also 2018, vom Netzwerk der
europäischen Unternehmerin für weibliches Unternehmertum ausgezeichnet. Als Sonderpreis war das in einer Männerdomäne. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Also erstmal mein Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Und dieser Begriff Männerdomäne, der fällt halt so häufig. Und deiner Meinung nach, du hast es zumindest im Interview mal gesagt, liegt es an der schlechten Vereinbarkeit mit dem Familienleben. Du hast selber Köchin, die Mütter sind. Was machst du und dein Team besser? Es ist tatsächlich einfach ein großes Thema. Jeder, der öfter mal ein Restaurant besucht, weiß, zu welchen Zeiten man es besucht. Und das unter einen Hut zu bekommen, wenn dann irgendwann mal Familienwunsch da ist, ist halt tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe es damals nur hinbekommen, weil wir wirklich über dem Restaurant gewohnt haben. Der Vater von Paula, sprich Remigio, auch am Babyphone war und einer von uns beiden immer Zeit hatte, irgendwie hochzugehen. Aber wenn man eben nicht diese Selbstständigkeit hat und dieses Konstrukt, wie es bei uns damals war, ist es eben tatsächlich sehr schwierig. Und ich habe viele Köchinnen bei mir, weil die natürlich das spannend finden, zu schauen, wie eine Frau Köchin das schafft. Und eine Küchenchefin, die 16 Jahre jetzt bei mir ist und irgendwann heulend vor mir saß und sagte, ich bin schwanger, ich habe gar nicht damit gerechnet. Und habe ich gesagt, das ist doch das Größte. Ja, aber ich kann doch dann meinen Beruf nicht mehr machen. Und ich gesagt, weißt du was, du kriegst jetzt erstmal dein Kind, gesund und munter und dann denken wir drüber nach, was wir machen. Das wünscht sich jeder Arbeitnehmer. Ja, und heute ist, also wenn ich nicht irgendwie diesen tollen Köchen irgendwie einen Platz schaffe, wer dann? Und dann hat sie tatsächlich, nachdem sie, oder als sie zurückkommen wollte, haben wir zusammengesessen, überlegt und heute ist sie meine Küchenchefin hier in der Cucina, also alle Kochkurse, Veranstaltungen, die wir hier machen, die macht sie und das lässt sich natürlich viel, viel besser vereinbaren, als wenn man dieses tägliche im Restaurant hat, immer spät, abends. Als Küchenchefin ist das natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt als junge Köchin das macht. Aber das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Eine andere Köchin von mir macht die ganze Organisation, jetzt Büro, auch nur 20 Stunden pro Woche. Und weiß natürlich genau, worüber sie spricht und kann das mit 2 Kindern vereinbaren. Also man findet immer Mittel und Wege, zusammenzukommen. Mhm. Ja, wie eine kleine Familie. Ja, ist wirklich so. Cornelia, 2014 hast du dich für eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen der Systemgastronomie hier in Hamburg entschieden. Da habe ich als erst gedacht, Profiköchin und Systemgastronomie, wie passt das zusammen? Also gerade, weil auch viele der Köche halt nicht ausgebildet sind, wirklich als Koch. Wieso hast du dich damals für diese Kooperation entschieden? Also das ist natürlich oft und das auch das Besondere, was ich auch liebe, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt und Dinge, wo man sagt, ich mache doch nicht irgendwie Systemgastronomie. Aber auch da habe ich mich eines Besseren belehren lassen, weil die wirklich ganz toll und frisch kochen, tatsächlich keine gelernten Kräfte haben und habe denen einfach mal ihr ganzes Konzept auseinandergenommen, aufgerollt, perfektioniert, die vorhandenen Rezepte, neue Rezepturen dazu und dann gesehen, dass das eben auch so umgesetzt wird und das war eine spannende Zeit. Heute bin ich nicht mehr für sie tätig und es geht ihnen leider auch nicht gut. Ach so, ja, das stimmt. Gut, dass wir den Namen nicht genannt haben an der Stelle. 7 Kochbücher hast du mittlerweile auf den Markt gebracht und du hast mal gesagt, dass du kein Kochbuch schreiben würdest zu einem Thema, zu dem du keinen Bezug hättest. Welches Kochbuch von Cornelia Pollette wird es niemals geben? Nein, also das ist natürlich ganz klar, dass ich auch ganz wichtig finde, dadurch, dass ich ja auch viel in den Medien stattfinde und auch eine Botschaft überbringe, dass es tatsächlich auch immer mit unserer Branche, unserem Beruf zu tun haben muss und auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also so sehr ich Unterhaltung mag, aber ich finde einfach, es muss immer mit Respekt vor dem Produkt zu tun haben, es muss immer mit einer liebevollen Zubereitung zu tun haben. Also ich sage jetzt mal wirklich, wenn jetzt irgendwie Maggi zu mir kommen würde und sagen würde, machen wir zusammen ein Kochbuch und wir müssen unsere Produkte mit involvieren, dann würde ich sagen, tut mir furchtbar leid, aber das ist nicht das Richtige. Okay, gut.
Also das Kochbuch Cornelia Poletto bei Maggi. Nein, wird es nie Oder geben. Cornelia Poletto im Maggi Kochstudio wird es nicht geben. Okay. Nein, aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, also ich habe auch mal eine Margarine-Kampagne gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Aber damals waren wir am Anfang der Selbstständigkeit und das war wirklich nicht immer so einfach. Und von diesem ersten großen Honorar, was ich bekommen habe, habe ich zum Beispiel mein erstes Silberbesteck gekauft fürs Restaurant. Ja, und das sind einfach so kleine Sachen, wo man sagt, so, das muss man auch manchmal verzeihen, dass vielleicht mit Produkten, die nicht so 100%ig sind, man etwas macht, wenn man eben sich selbstständig macht. Und das ist in jeder Branche natürlich unterschiedlich. Und bei uns kann es dann eben auch mal nicht mit der guten deutschen Butter sein, sondern mit der bösen Margarine. Ja. Die Gastronomiebranche lebt wirklich von ihrem Ruf und man braucht da eigentlich auch schon ganz schön dickes Fell. Wie gehst du persönlich mit Kritiken von Gastrokritikern oder Foodbloggern um? Ja, Foodblogger, habe ich irgendwann auch mal wirklich öffentlich gesagt, sind gefährlich. Ja? Und dann waren die völlig geschockt, als die hier mit mir gemeinsam gekocht haben. Und ich gesagt, wissen Sie was, ihr könnt noch nicht mal eine Orange filetieren, aber schreibt Restaurantkritiken. Ja? Und die auch nicht mehr rauszunehmen sind. Das ist ja das Schlimme, dass es immer ganz schnell irgendwie losgetreten wird. Und ich habe mittlerweile wirklich ein dickes Fell. Das hat meine Mutter mir immer vorgeworfen. Aber man muss einfach irgendwann auch sagen, weißt du was, wir machen so eine klare, saubere, ehrliche Küche. Wir sind nur Menschen, wir können Fehler machen und wenn dann eine Kritik kommt und die ist berechtigt, kann ich das total nachvollziehen. Ich kann auch sehr gut mit Kritik von Gästen umgehen. Ich würde nie mit einem Gast diskutieren, warum ihm das jetzt nicht schmeckt oder er das anders haben möchte. Dann bieten wir was Neues an oder nehmen es von der Rechnung. Also das finde ich sind ganz, ganz wichtige Dinge. Bist dann nah am Gast also? Ja, total. Und dann kann ich das wirklich verstehen. Ansonsten ist es natürlich ein Problem geworden, dass es eben heute nicht mehr nur geschulte Gastrokritiker sind, wie zum Beispiel bei Michelin sind es nur gelernte Köche, die zum Testessen gehen, sondern jedes Stadtmagazin schreibt Restaurantkritiken, Blogger und so weiter. Und das ist schon manchmal nicht so einfach, damit klarzukommen. Und manchmal macht es mich auch ein bisschen böse. Glaube ich. Dann freut man sich aber umso mehr über die positiven Kritiken. Aber wie im wahren Leben, man muss immer sprechen. Ich habe das auch gerade wieder mit einem Stadtmagazin gehabt, wo wir noch nicht mal gelistet waren. Und dann war ich richtig sauer und dann habe ich bei der Herausgeberin und Chefredakteurin angerufen. Wir haben uns getroffen zum Mittagessen, haben uns super gut verstanden. Es waren ganz viele Missverständnisse, die damit reingespielt haben und so kann man auch vieles wieder aufklären. Man muss einfach nur reden. Immer nur sich aufzuregen oder böse zu sein, hilft halt nicht, sondern das Miteinander sprechen kann doch manche Knoten tatsächlich lösen. Ja, das glaube ich gern. Cornelia, als Profiköchin musst du natürlich auch mal abschalten. Wie findest du deinen Ausgleich? Also für mich ist tatsächlich Abschalten verbunden, auch oft mit schönem Essen, mit Freunden, mit Familie, mit einem schönen Glas Wein. Sport spielt auch eine Rolle, mit den Hunden um die Alster zu laufen, zu joggen, mit meiner Tochter zu den Pferden zu fahren. Das ist für mich einfach Natur, das ist runterkommen. Tiere haben einfach eine ganz, ganz andere Art, einen abzuholen. Und dann kann ich, und das habe ich auch gelernt, mittlerweile auch wirklich die Tür zumachen und alles, was hier mich beschäftigt mit Restaurant und Kochschule und so weiter, abschließen und wirklich mal genießen. Du bist eine sehr große Tierfreundin, das hört man auch so, wie du über deine Hunde und auch über die Pferde sprichst, aber du magst auch gerne Fleisch. Ein Widerspruch ist das für dich aber nicht. Nein, also ich finde sowieso, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen darf. Wir haben ja einfach einen riesigen Trend, das ist mittlerweile gar kein Trend mehr, sondern es ist fast selbstverständlich geworden, dass es immer mehr Vegetarier, Veganer gibt. Ich liebe Fleisch, ich kann kein Fleisch mehr essen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, wo es groß geworden ist, wie es geschlachtet wird. Und mein Fleischkonsum ist wesentlich geringer geworden als vielleicht vor 10 Jahren noch. Aber ich liebe Fleisch und das kann ich trotz meiner Tierliebe miteinander vereinbaren. Von all deinen Produkten, Cornelia, bist du sehr überzeugt und sagst, zu jedem Produkt sollte man eine Geschichte erzählen können.
Warum? Ich glaube, das ist heute eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es geht nicht mehr nur darum, dass man einfach sagt, so Bio und die Welt ist in Ordnung. Ja. Ich liebe das einfach und meine Gäste auch, dass meine Köche als auch meine Service-Mitarbeiter oder ich eben wirklich auch mit Stolz, das macht mich wirklich immer richtig stolz, wenn ich einen neuen Produzenten gefunden habe, die Geschichte erzählen kann, mit welcher Hingabe und Liebe etwas hergestellt wird und plötzlich kommt ein ganz anderer Respekt bei den Gästen und auch eine Geschichte, die sie selber erzählen können. Es ist egal, ob es der Wein ist, ob es das Hühnchen ist, ob es das Olivenöl ist und das ist das, was vielleicht auch die Leidenschaft für meinen Beruf ausmacht. Für viele Zuschauer zu Hause ist es ja so, das Bio-Siegel ist so das Nonplusultra. Man geht in den Bioladen und sagt, oh, da steht Bio drauf, super, da ist alles in Ordnung, das nehme ich mit. Du hast es gerade schon kurz drüber gesprochen, aber worauf achtest du noch? Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht auch den Zuschauern gerne mitgeben würdest, worauf es sich mehr lohnt, noch zu achten? Ja, für mich ist es einfach ein bisschen zu einfach, Bio einfach als grünes Licht zu nehmen für alles. Ja? Wir haben vergessen, das ist auch genauso, wenn ich einen Kühlschrank aufmache, diese ganze Wegschmeißgeschichte, wenn ich unsere Müllberge sehe. Wenn meine Tochter eine Milch aus dem Kühlschrank nimmt und die ist heute abgelaufen, sagt sie, sag mal, Mama, spinnst du, dass die Milch noch im Kühlschrank ist? Die kann man nicht mehr trinken. Wir probieren gar nicht mehr, wir gucken gar nicht mehr hin, wir lesen MAD, wir nehmen ein Bio-Siegel und sagen, damit ist dann die Welt in Ordnung. Wir kontrollieren nicht mehr, was Frische bedeutet. Wir denken nicht darüber nach, dass ein Joghurt, der sowieso schon sauer ist, wenn er nicht geöffnet ist, auch 10 Tage später noch wunderbar schmeckt. Ja, und ist auch nicht gefährlich zu probieren. Es gibt natürlich gefährliche Lebensmittel. Aber das ist sowas, wo ich einfach vielleicht mit auf den Weg geben kann, einfach ein bisschen mehr Augen auf, ein bisschen mehr Respekt vor dem Produkt und auch wirklich nicht einfach nur, wenn zuckerfrei draufsteht, sagen, oh super, und nicht drüber nachdenken, was vielleicht sonst noch drin ist. Der Zucker zwar nicht, aber viele andere böse Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. In der Vergangenheit hast du auch mal Werbung für eine Wurstwarenfabrik gemacht. Da gab es jetzt nicht nur positive Stimmen dazu, weil man sich gefragt hat, Profiköchin auf Sternenniveau, wie kann die dafür Werbung machen? Wie passt das zusammen oder wie hat es damals für dich zusammengepasst? Das ist genau auch wie damals die Margarine-Kampagne zustande kam, tatsächlich etwas gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin halt junge Unternehmerin und das waren wirklich schwierige Zeiten und das hat mir einfach damals sehr, sehr geholfen. Mit dem Geld habe ich dann meine erste Kochschule eröffnet. Das hätte ich mir sonst nicht leisten können. Dass das natürlich moralisch nicht in Ordnung ist, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber damals war das für mich einfach eine Möglichkeit, mich unternehmerisch zu erweitern. Und heute würde ich das nicht mehr machen. Aber vielleicht kann es jeder verstehen, der sich selbstständig macht, dass man manchmal auch solche Dinge macht. Ja, und es ist ja auch eine Preisfrage, ne? Also manche können sich auch nicht dann irgendwie die teuersten Produkte leisten und müssen dann auch gucken, was sie für ihren Geld Heute sage ich natürlich auch, ja klar, braucht man so etwas nicht, aber natürlich spielt das alles auch eine Rolle. Was habe ich für finanzielle Möglichkeiten? Ich kann von den schönsten Produkten erzählen, wo andere Menschen sagen, da denke ich noch nicht mal drüber nach, weil ich mir das sowieso nicht leisten kann. Trotzdem kann man aus einfachen, günstigen Lebensmitteln wirklich großartige Dinge kochen und vor allen Dingen das Thema Frischkochen, das ist immer günstiger, als wenn ich auf irgendwelche Fertiggerichte zurückkomme. Wer nicht ganz oben mitkocht, dann ist der Beruf des Kochs wirklich sehr schlecht bezahlt. Man muss viele Überstunden machen und du sagst, dass dein großes Glück es wirklich war, dass mediale Interesse irgendwann aufkam an deiner Person. Wie wichtig waren die anderen Standbeine, wie TV-Shows, wie die Küchenschlacht oder auch deine Kochbücher für den wirtschaftlichen Erfolg? Wie wichtig war das? Also es war ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich für mich auch unheimlich schön, dass dieser Beruf sich für mich so geöffnet hat und viele neue Herausforderungen gebracht hat. Ja, also das größte Ziel war, irgendwann mal einen Stern zu erkochen. Das hatte ich geschafft, mich selbstständig zu machen. Aber dann irgendwie das erste Kochbuch zu schreiben, plötzlich bei Johannes B. Kerner zu stehen und mitzukochen. Ja, das hat natürlich einen unglaublichen Dominoeffekt, weil wir dadurch eine Präsenz haben
haben und eine Werbung für meine Person als auch vor allen Dingen für das Restaurant, dass plötzlich dieses Restaurant halt immer ausgebucht war. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz toll und wir müssen auch nicht drüber sprechen, dass Gastronomie ein hartes Geschäft ist. Und dadurch, dass ich einfach noch ein bisschen finanzielle Unterstützung in den unterschiedlichen Standbeinen mir aufgebaut habe, habe ich natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit haben können und konnte dieses Restaurant mit den schönsten Dingen einrichten, genauso wie hier die Kochschule. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass man eben auch mal härtere Zeiten überbrücken kann durch diese anderen Standbeine. Panna Cotta mit Basilikum Pesto und Knoblauch-Fladenbrot mit Feta-Dip. Ja. Dann werde ich die Parmesan dazu raspeln, also Feuerraspeln dazugeben. Du kannst natürlich auch, wenn du diese Panna Cotta Masse fertig hast, wir können gleich noch mal ein bisschen Eis bestellen, gibst es erstmal in die Schüssel und stellst es einen kleinen Moment auf Eis und lässt es ein bisschen, weil das ist nämlich dann schade, wenn du sowas hast und dann wird es hinterher aufgrund der Zeit und der Hitze nicht fest. Super. Ragout vom Lamm, Truthahn alla Poletto, Vitello alta Saltimbocca. Also vom Lesen schon alleine läuft mir da das Wasser zusammen. Allerdings gibt es da einen kleinen Haken. Das sind alles Gerichte, die jetzt nicht unbedingt für den Menschen gemacht sind, sondern das ist Naturkost für Hunde. Genau, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Es gibt eine ganz, ganz niedliche Familie, die sich spezialisiert haben auf wirklich exklusive Hundenahrung und gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihnen da etwas gemeinsam zu machen, was ich erstmal völlig abgelehnt habe, weil ich finde das ganz, ganz schwierig, als Köchin gleichzeitig auch als Hundeköchin dazustehen. Aber du hast ja für deine Hunde auch schon mal gekocht selber. Ich habe für meine Hunde schon mal gekocht und ich muss auch ehrlich sagen, man darf es auch nicht übertreiben. Ich koche auch nur für meine Hunde, wenn die krank sind. Und trotzdem ist es natürlich genauso wichtig, das sind heute unsere Freunde geworden. Also es gibt einfach viele Menschen, die wirklich Halt finden durch die Tiere. Und das ist eben eine Entwicklung, die wir machen, die hier nicht zu unterschätzen ist. Und diese Familie hat dann einfach mit so viel Überzeugung mich dahin gebracht, dass ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, das ist auch, fängt an vom Inhalt bis über Verpackung, wirklich, wirklich toll. Und dann habe ich gesagt, also für einen großen Hundenahrungshersteller würde ich das nicht machen, aber so klein und fein, dass man wirklich sagen kann, was ich achte so sehr auf meine Ernährung, dann möchte ich doch auch meinem Hund was Vernünftiges zu fressen geben. Und so haben wir es umgesetzt. Witzig, das ist also so ein Start-up sozusagen. Genau, und wir haben da die Italienreise gemeinsam gestaltet und deswegen kommen eben solche Kartenbezeichnungen zustande. Du, hätte ich das nicht gewusst, das hätte ich auch gerne in meinem Kühlschrank, so, wenn ich es so gelesen habe. Warst du deswegen auch mal Botschafterin des Hundes eigentlich? Das hat sich tatsächlich in dem Zuge, weil wir dieses Hundefutter herausgegeben haben, entwickelt und das habe ich natürlich auch gerne gemacht. Kommen wir zu The Taste. Das ist eine bekannte TV-Kochschau, die geht mittlerweile ins 7. Jahr jetzt. Du warst als einzige Frau in der Jury über 3 Staffeln hinweg. Wie war das so über 4 sogar? 4 Staffeln warst du bei The Taste. Kam dir da dann über Jahre antrainiertes, dickes Fell zugute mit den ganzen Männern in der Jury? Ja, also das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man tatsächlich mit diesen oft doch ein bisschen Testosteron gesteuerten Herren zusammensitzt und in der Jury ist und irgendwie ja auch sich mal zu erkennen geben muss und da auch mal zu Wort kommen muss. Und das war schon, ich glaube, ohne die berufliche Voraussetzung, immer wieder mit vielen Herren gemeinsam in der Küche zu stehen, wäre das schwierig. Also hohe Erfahrungskurve, die du da anwenden konntest. Absolut. Du und Roland Trettel, ihr seid jetzt in der aktuellen Staffel nicht mehr mit dabei. Gibt es da einen Grund? Ja, es gibt natürlich immer einen Grund, warum mal ausgetauscht wird bei den Juroren. Und wir beide haben einfach Projekte, die uns auch sehr in Anspruch nehmen. Und deswegen wird es dieses Jahr eine etwas neue Jury geben. Okay, aber eine Rückkehr schließt du jetzt nicht prinzipiell aus?
Nein, das soll ich nie ausschließen, aber wie gesagt, man muss immer ein bisschen auch mit seinen Kräften haushalten, das merkt man irgendwann. Und wenn man viel Neues noch vorhat, dann kann man ja auch mal den anderen den Vortritt lassen. Das ist sehr nett von dir, aber du bist ja nach wie vor im TV noch zu sehen. Ich glaube, mit der Küchenschlacht ist noch einiges geplant. Genau, also wir haben immer noch viel TV-Präsenz und die Küchenschlacht ist etwas, was ich wieder sehr, sehr regelmäßig mache, was mir riesig viel Spaß bringt. Wir denken über Polettos Kochschule nach, da vielleicht mit Dennis doch mal wieder ein paar neue Folgen zu starten und somit wird es auch mit mir im Fernsehen nicht langweilig. Ich bin froh, dass ich den Holzlöffel hier für mich nicht schon überall gesehen habe. Ich extra geguckt, als ich angekommen bin. Du bist sehr viel beschäftigt und gerade im letzten Jahr hast du dein zweites Restaurant in Shanghai eröffnet, in Zusammenarbeit mit einem namhaften Messerhersteller. Was hat dich an diesem Projekt gereizt? Shanghai, das ist ja nicht gerade um die Ecke. Ja, das war sehr spannend. Es hat sich tatsächlich durch die Zusammenarbeit ergeben, dass ich ein bisschen Teleshopping in China gemacht habe und dann eben dieses große Messerunternehmen ihren größten Flagship-Store geplant haben und in Verbindung mit einem Restaurant Kochschule. Und so habe ich dann tatsächlich 2018 The Twins bei Cornelia Poletto eröffnet. Einer meiner langjährigen Mitarbeiter ist dort als Küchenchef, hält also die Poletto-Fahne hoch und es ist einfach unglaublich spannend. Ich war fasziniert von diesem Land, von den Menschen und habe, glaube ich, in dieser ganzen Euphorie auch gleich noch meinen Felix mit überredet, dass er mich dort unterstützt. Ja, und wir sind da sehr erfolgreich und am Donnerstag geht es wieder nach Shanghai. Super, ja, das ist meine Frage, weil du kannst ja schlecht an beiden Orten gleichzeitig sein, hier in Hamburg oder da in Shanghai. Und gerade die Gastronomiebranche, gerade wenn man so bekannt ist wie du, das ist ja schon sehr personenbezogen, das Geschäft, ne? Also wie machst du das? Ja, also es ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, auch so ein bisschen eine deutsche Krankheit ist, dass ein deutscher Gast immer meint, dass der namhafte Küchenchef oder Küchenchefin immer da sein müssen, obwohl sie aber auch gerne im Fernsehen sehen und an vielen anderen Standorten. Man muss irgendwann lernen, wirklich sich tolle Mitarbeiter heranzuziehen, die die Philosophie, die man selbst vertritt, eben auch vertreten. Und das habe ich gefunden durch zum Beispiel Felix in Shanghai. Somit komme ich so alle 2 Monate nach Shanghai und dann gibt es da Kochkurse, Chefstable und natürlich auch Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, ein paar Trainees hier und da. Die haben schon eine etwas andere Philosophie, aber Felix schaut eben danach, dass die Qualität immer Poletto-like bleibt. Und genauso ist es hier in Hamburg. Also ich mache ja eben tatsächlich auch vieles außerhalb des Restaurants und dann gibt es eben einen Robert oder eine Kati, die hier die Cucina aufrechterhalten und das ist ganz wichtig und da ist es international gesehen tatsächlich nochmal ganz anders. Also ein Gast in Shanghai findet das schon toll, dass da eine deutsche, ich sage jetzt mal Spitzenköchin dahinter steht, aber es ist nicht zwangsweise notwendig, dass die immer persönlich vor Ort ist. Und da sind wir in Deutschland ein bisschen anders. Du reist ja auch sehr viel, also beruflich schon alleine, aber auch privat gehört das, glaube ich, auch zu deinen Leidenschaften, oder? Ja, ich finde es einfach unglaublich spannend, alle andere Kulturen kennenzulernen, auf die Märkte zu gehen, Dinge zu entdecken, die man so nicht kennt und vielleicht auch mehr Verständnis zu bekommen für diesen unterschiedlichen Geschmack, vor allen Dingen, den es überall gibt. Und das finde ich unglaublich toll, dass ich einen Beruf habe, wo ich natürlich auf der einen Seite die Produkte habe, aber eben auch immer in Zusammenhang mit den Menschen und somit immer wieder neue von denen kennenlernen darf. Welches Land steht ganz oben bei dir auf der Liste? Ganz oben bei mir steht Japan und ich wollte schon einmal nach Tokio und habe es leider nicht geschafft. Da war gerade die große Fukushima-Sache und Eröffnung meines Restaurants hier. Aber Japan steht auf jeden Fall auf Platz 1. Also von der Kulinarik oder auch eher von der Tradition oder von beiden? Beides. Also ich finde die Kultur, die japanische Kultur ist einfach einmalig. Ich finde die Menschen sehr, sehr besonders und ich finde natürlich das Essen großartig. Die Konzeption eines Gerichts, die kann wirklich viele, viele Jahre dauern. Gibt es da ein Gericht, was dir besonders viele Kopfschmerzen bereitet hat, aber auf das du jetzt richtig stolz bist?
Also es ist natürlich tatsächlich so, dass ein wirkliches Signature-Gericht viele Jahre braucht, bis es die Perfektion hat, die man sich vorstellt. Es kommen einem Ideen auf unterschiedlichste Art und Weise und man fängt an, das, was man im Kopf gesponnen hat, das kann ich ganz gut, tatsächlich irgendwann auf den Teller zu bringen, und immer wieder probiert man dieses Gericht und sagt, es ist toll, und trotzdem gibt es auch 2 Jahre später nochmal wieder eine Entwicklung. Also das ist richtig Kopfzerbrechen macht es nicht. Es ärgert manchmal, wenn die Umsetzung noch nicht so gut funktioniert, wie das, was im Kopf schon vorhanden ist. Das nervt ein bisschen. Aber nein, ich liebe ja jede Form von Pasta, und die gibt mir sehr, sehr viel Kreativität. Und da gibt es einfach so ein paar Gerichte, wo ich sage, die sind einfach einmalig und die machen riesig viel Spaß. Mhm. Kochschule, Restaurant, Veranstaltungen, das ist natürlich immer auf dem höchsten Top-Niveau. Wie kochst du denn privat eigentlich? Ich bin privat eigentlich, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich koche ganz einfach, das kann eine Spaghetti, Aglio, Olio, Peperoncini sein. Wenn ich etwas aufwendiger koche, dann klaue ich mir meistens ein paar Ingredienzien aus dem Restaurant, das ist schon die fertig gekochte Soße, die direkt sonst Stunden Quelle, dauert, ja. oder so. Ja. Das schon, aber ich mag einfach auch ganz einfache, pure Küche. Das kann einfach nur ein entspanntes Hähnchen sein, das kann einfach nur ein Stück Fisch mit Olivenöl und ein bisschen Spinat sein. Also da kann es auch mal ganz, ganz einfach daherkommen. Ernährung ist ja generell ein sehr großes Thema. In vielen Büchern, im Internet werden Sachen geschrieben, erläutert, erklärt. Was ist für dich der größte Ernährungsirrtum, den du hier und heute gerne mal aufklären möchtest? Nein, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Ernährungsirrtümer, aber so wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe, man muss einfach ein bisschen auf seinen Körper hören, und man muss einfach auch sehen, was einem gut tut, was einem Energie gibt, was einen vielleicht auch dicker werden lässt. Da sind ja viele, viele Themen, die da mit reinspielen, und ich glaube wirklich, sich ein bisschen mit den Basisprodukten auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken. Wenn ich gerne Tomaten mag, dann kann man überlegen, was man alles mit Tomaten machen kann. Das kann anfangen vom Tomatensalat bis über eine tolle Pasta mit Tomatensauce, bis über, egal. Also das ist einfach so das, wo ich sage, Irrtümer sind eigentlich nur da, wenn man wirklich zu viel verarbeitetes Produkt zu sich nimmt und nicht mehr selber die Basis kennt, so wie es Kinder gibt, die nicht mehr wissen, dass es eine Pellkartoffel gibt, sondern nur Chips und Pommes. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach das, was ganz, ganz wichtig ist, sich nicht zu sehr von der Werbung leiten lassen, sondern wirklich ein bisschen zurückdenken, und auch die Kartoffel kann riesig viel Spaß machen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil Irrtümer gibt es immer nur da, wo zu viel mitgemacht wird. Das Basisprodukt, Lebensmittel, pur ist immer das Beste. Du setzt dich sehr für das Altonaer Kinderkrankenhaus ein, hast zum Beispiel 10.000 €, eine Prämie, die du für einen Award geschenkt bekommen hast, hast du gespendet. Was bedeutet dir soziales Engagement? Bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ich einfach das große Glück habe, dass in meinem Leben alles sich sehr, sehr toll entwickelt hat. Ich eine gesunde Tochter habe, ich selber gesund bin, toi, toi, toi. Und deswegen freue ich mich, dass ich meinen Namen und mein Engagement nutzen kann, um vielleicht auch andere Menschen davon zu überzeugen, dass es gar nicht so schwierig ist, ein bisschen zu helfen. Das ist schön gesagt. In diesem Jahr hast du auch wieder eine Charity-Gala organisiert in Verbindung mit dem Palazzo, mit vielen Prominenten, die die Gäste bedient haben. Ich glaube 26.000 €, oder? Sind da, glaube ich, zusammengekommen. Ja, das ist großartig, dass ich eben auch mein Palazzo, das ist ja dieses schöne Dinnerzelt, was in Hamburg steht, benutzen kann, einmal im Jahr, um ein bisschen zu trommeln für das Altonaer Kinderkrankenhaus. Und da habe ich mir so ein paar prominente Freunde zum Kellnern zusammengesucht. Und es ist toll, wenn ein Johannes B. Kerner kellnert oder verschiedenste Fußballer, Schauspieler. Also das ist wirklich toll, und da kommen auch immer wirklich tolle Summen zusammen. Ja, 26.000 €, also Megasumme. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hat sich bei der Veranstaltung denn ein Promi so gut angestellt, dass du sagst, boah,
den würde ich sofort im Restaurant anstellen als Servicekraft. Also ich muss wirklich sagen, mein Freund Johannes B. Kerner ist ein großartiger Kellner, Entertainer und auch Trommler, was das Geld anbelangt. Denn er hat hinter den Kulissen auch tatsächlich, als er in der Reihe stand und brav auf den Teller gewartet hat, nochmal nach rechts und links geguckt und zu meinem Mann und einem Freund nochmal gesagt, sag mal Jungs, wollen wir hier nochmal 5.000 extra, wir alle, jeder ein. Und dann waren die ganz kurz sprachlos und dann hat er einfach nochmal zusätzlich 15.000 € zusammenbekommen und selber davon einen Teil dazu beigetragen und sowas finde ich einfach großartig. Wow, mega. Apropos Promi, über die Jahre wurdest du auch immer wieder gefragt, mit wem oder für wen du gerne kochen würdest. George Clooney, Joschka Fischer, Gerhard Schröder, die waren unter anderem dabei. Um deine Cucina hier mal zu füllen, dass vielleicht alle mal für so einen Kochabend zusammenkommen, möchte ich diese Tradition fortsetzen und fragen, gibt es vielleicht jemanden neuen, den du in die Liste aufnehmen würdest? Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr lustig, weil ich habe es geschafft, für Joschka Fischer zu kochen und dabei auch gelernt, dass sein Sohn auch Koch ist und sogar ein sehr guter. Und er war sehr, sehr begeistert von unserer Küche. Gerhard Schröder war jetzt schon zweimal hier zum Essen, also den durfte ich auch schon bekochen. Er hat jetzt die komplette Poletto-Serie an Kochbüchern. Gibt es auch ein sehr, sehr schönes Bild dazu, wie er zu Hause in der Küche steht, ein bisschen gestellt, gebe ich zu, und ganz viele Poletto-Bücher um ihn herum. Und da meine Tochter so ein großer Lady Gaga-Fan ist, ne, habe ich vor kurzem diese Frage nämlich mal wieder neu beantwortet und habe gesagt, für Lady Gaga würde ich auch gerne mal kochen. Ja, man muss den Anspruch auch nach oben Absolut. machen. Ne? Und vor allem, George Clooney allerdings immer noch. Ja gut, dann kommen die vielleicht mal zusammen, weil genug Platz ist ja auf jeden Fall hier in der Cucina. Cornelia, zum Abschluss, was du erreicht hast, von der Köchin zur selbstständigen Geschäftsfrau, das ist für viele, bist du wirklich ein Vorbild. Wenn jemand den Traum hat, Profikoch oder natürlich auch Profiköchin zu werden, was sollte diese Person vorher wissen, beziehungsweise was würdest du ihr vorher raten? Also als allererstes muss man natürlich tatsächlich mal prüfen, ob wirklich dieser Beruf genau das ist, wo man drin aufgeht und einem die Erfüllung bringt. Wenn man nämlich dann diesen großen Schritt macht, sich selbstständig zu machen, muss man einfach davon ausgehen, dass man auch tatsächlich viel, viel Leidenschaft braucht, und da steckt ja auch das Wort Leiden drin, und es gibt einfach Höhen und Tiefen. Es ist schwierig geworden, Mitarbeiter zu finden. Es ist schwierig geworden, überhaupt heute ein Restaurant finanziert zu bekommen, ein Restaurant zu füllen, gleichzeitig auch noch selber Werbung zu machen für sein Restaurant. Also es ist schon ein sehr, sehr komplexer Apparat, der schon einige Hürden mit sich bringen kann, und trotzdem würde ich immer es jedem empfehlen, es zu probieren, denn ich glaube, wenn man das gewisse Etwas und Engagement hat, dann kann das was werden. Ja, deine Leidenschaft wird auf jeden Fall transportiert. Ich denke, das kommt definitiv rüber. Also vielen Dank, dass du so detailliert Rede und Antwort gestanden hast. Und liebe Zuschauer, wer den Küchenkosmos von Cornelia Poletto näher kennenlernen möchte, unter www.cornelia-poletto.de gibt es nähere Infos, genau wie auf der Palazzo-Seite. Denn da ist Cornelia Poletto als Gastgeberin, ich glaube mittlerweile im 6. Spieljahr. 6. Saison, genau, richtig. Ist sie mit dabei, also gerne dort vorbeischauen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet und klickt euch gerne wieder rein zur nächsten Runde von Let's Talk. Vielen Dank, macht's gut, tschüss. Ich sag mal Bescheid, ne? Jo. Dann schaue ich doch mal wieder rein. Toll, ne? Eins verraten. Eine sehr spannende Sendung. Ja. I know that it's not over yet, but it'll be over soon. Real love from me is right to get, and what I get from you. Leute hier mitnehmen. Still with you, girl.